Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo zu den Entwicklern. Es ist schon spät, es ist schon fast 3 Uhr, würde ich sagen, ja. Ich lag schon quasi fast am Schlafen und habe dann auf meinem Handy gesehen, dass es neue Informationen gibt über Element Vision und ich dachte mir, jo, ich muss das direkt für euch vorbereiten, habe mich nochmal vor den PC gesetzt und nehme jetzt gerade das wieder auf für euch. Ähm, Und es gibt, glaube ich, sehr viele coole neue Infos. Ich habe jetzt mal das gescreenshot. Ich habe mir noch nicht alles durchgelesen. Ich habe nur gesehen, es wird diesen neuen Dungeon geben. Und das wollte ich natürlich mit euch direkt erstmal durchgehen. Ne? Und da fangen wir direkt an. Hier, New Quick Dungeon Overview. Also ein neuer, schneller Dungeon-Übersicht. Elemental Dungeon. Also wahrscheinlich das so, wie ich das schon mal letztes Mal gesagt habe. So ein Element-Dungeon, so wie die äh, bei Summoners War mit den Elementen. Normal, Wasser, Feuer, Baum, Licht, Dunkel oder so, denke ich mal. It is composed of five different elements, also 5 verschiedene Elementpläne. These are 5 different dungeons with unique attributes. Okay, es gibt also wirklich 5 verschiedene Dungeons mit einzigartigen Attributen. Die Teilnahme-Limit is set to only element which match the attribute type of the specific dungeon in order to participate. Okay, also man darf oder man kann nur mit den Elements mitmachen, die auch wirklich von dem Element abstammen. Das heißt, wenn es ein Baum-Dungeon ist, dann darf man nur Baum-Elements mitnehmen. Sehr interessant, finde ich gut. The attribute classification materials will be dropped and they can be used to specialize elements and improve their specialization ranks. Okay, das heißt, man kriegt einfach irgendwelche Drops, so wie bei Summoners War mit den Elementaren, wo man halt dann diese ganzen Essenzen gesammelt hat. Und so wird es wahrscheinlich auch sein, nur dass man halt quasi wie bei Raid Shadow Legends halt ähm, quasi die Skills freischaltet. Gucken wir mal weiter. Fire Sonic. Okay, das ist der erste Boss. Ist es schon direkt? Okay, ja, das wird schon passen. Boss Genius. Fire, Sonic Waves, Attack. Okay, das sind einfach nur die Fähigkeiten des Bosses vom Feuer. Greift alle Gegner an. 2 Runden Stille mit 50%iger Chance. Zweiter Skill Hex. Oh, das ist gemein. Auf den Gegner und Command all allies to attack the target. Okay. Okay, der Boss wird anscheinend Verbündete haben, die dann das jeweilige Ziel angreifen werden, was Hex bekommen hat. Okay, interessant. Hex kann auch noch Immunität. Aber ihr seht es sehr schlecht hier. Hex kann die Immunität auch noch umgehen, deswegen, also das kann man leider nicht umgehen. Da muss man mit Cleansern arbeiten, anders geht's nicht. Und tanky sein, glaube ich. So, Fire Burning. After receiving attacks, recover HP equal to 90% of the damage taken. Each time an ally dies, reduce this effect by 30% and lose 25%. Okay, man muss auf jeden Fall mit HP-Regenerationsblock arbeiten, weil er kriegt jedes Mal nach jedem Angriff, den er bekommt, wieder 90% des Schadens wieder zurück. Das ist ziemlich nervig, weil der wird sich halt immer dauernd heilen. Also man muss mit Healblock arbeiten, sonst geht das nicht. Und jedes Mal, wenn ein Verbündeter stirbt, reduziere diesen Effekt um 30% und verliere 25% HP. Okay, es kommt drauf an, wie viele Verbündete er hat. Wenn man halt alle Verbündete killt mit AOE. Also es gibt bestimmt mehrere Arten, wie man den Boss bestimmt legt. Aber in dem Fall gibt es halt 2 Alternativen. Entweder man cleavet die Gegner, so dass dann der Effekt irgendwann weg ist, weil 90% müssen man eigentlich nur 3 Verbündete killen und er verliert 75% insgesamt von seiner HP. Wir werden sehen. So, jetzt kommt Baum. Tree, Sonic Wave. Attacks all enemies and inflict 2 turns. Okay, genau der gleiche Fähigkeit wie der erste. Dann apply 2 turn Hex. Der Target. Okay, es ist genau die gleiche Fähigkeit anscheinend. Interessant. Dann. Ah, genau, hier steht es ja nochmal. Okay. Genau, das hatten wir jetzt hier passive wahrscheinlich, oder? Nee. Reduce critical hit probability against you by 90%. Each time an ally dies, reduce the effect. Okay, es ist genau wieder fast identisch. Quasi reduziert die kritischen Schlag gegen ihn um 90%. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter stirbt, reduziert den Effekt um 30% und verliere 25% HP. Okay, also ich glaube, es geht schon hier mehr in die Richtung. Man muss äh, die Verbündeten killen. Mal gucken, wir werden sehen, weil das können wir leider nicht countern mit Healblock oder sonst was. Weil er wird einfach das nicht bekommen. All reverse transcription when subjected to action bar reduction increase the action bar instead.
Okay, ich glaube, das kriegen alle, weil hier steht all. Das heißt, wenn man quasi die Aktionsleiste reduzieren würde, bekommt er es anstatt zu reduziert zu bekommen. Es ist schon spät, sorry Leute. Wird ihm das hinzugefügt. Das heißt, man darf keine Aktionsleisten-Reduzierer mitnehmen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Bild vom neuen Dungeon. So wird wahrscheinlich der Boss aussehen. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus, muss ich sagen. Bin mal gespannt. So, weiter geht's. Das ist. Okay. All. All Evolution. The start of battle, copy the genes of the enemy with the highest speeds, performance and appearance and gain its abilities. Minion 1. Oh, das sind die Verbündeten. Das sind die Verbündeten. Das heißt, das wird auch ein Verbündeter sein, oder? Gute Frage. Aber hier steht Minion 1. Das heißt, einer vom Gegner, also einer von den Verbündeten von den Gegnern, also den Minions, die dabei sind, da wird einer sich in einen von deinen Elements verwandeln, der mit dem höchsten Speed, und bekommt die Fähigkeiten davon. Oh, okay, das kann böse werden. All Support Specialization. Signal increase your HP, Defense and Speed. Okay, erhöht HP, Defense und Geschwindigkeit. Cannot be revived after death. Okay, kann ich wiederbelebt werden nach dem Tod. Das ist wahrscheinlich so ein Nachteil von dem Minion. Zweites Minion. Evil Evolution. All bedeutet bestimmt, bei allen Elementen bleiben die Minions immer gleich. Kann ich mir gut vorstellen. At the start of battle, copy the genes of the enemy with the highest attack power, transform into its appearance and gain its abilities. Oh, okay. Jetzt genau das gleiche wie vorher mit dem Speed. Geht es jetzt um der mit dem höchsten Angriff. Okay, erhöht signifikant die Angriffskraft, kritische Rate und kritischen Schaden. Can be derived after death. Okay, genau das gleiche wie da. Aber der wird dann richtig stark im Angriff. Der wird sehr tanky. Okay, ui. Eieiei, Leute, das wird echt mies. Bin mal gespannt. Das sind die Minions auf jeden Fall. Clone. Transform into the target's appearance and gain the target abilities. Okay. Da steht jetzt nichts dabei, aber wir werden mal sehen, was passieren wird. Specialization System, Quick Overview. Ah, okay, diese spezielle. Ah, guck, genau das meinte ich. Ja, 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 das sieht genauso aus. Das sieht genauso aus, ja. Okay, verstehe. Hier sind jetzt gerade zwei. Kann es sein, dass man dann zwischen zwei auswählen kann? Also entweder das oder das? Weil hier steht ja Core und das ist ja ausgefüllt. Und Disabler sieht so ein bisschen aus, als wäre es ausgegraut, ne? Und die sind ja bläulich. Okay, bedeutet das, man kann zwei verschiedene Räume skillen oder muss man sich für einen entscheiden, welchen man skillen will? Werden wir gleich sehen. Rank. Each element can be split up to 6 times. Okay, also bis zu 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Das sind die quasi 1, 2, also so 6 Stück. Man kann in jeder Reihe wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber hier kann man zum Beispiel 2, hier 1, da wieder 1, 1 und da wieder 2. Okay. Limited by the current evolution star rank. Okay, es geht um die Evolutionssterne. Also auf welchem Level er ist. 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern, 5 Stern, 6 Stern. Also wenn er 6 Star ist, kann er erst das machen. Points. Grant 5 Special Points each time you specialize. When using the same element for Power Up, you will also gain 1 point up to 5 points. Ah, okay, verstehe. Das heißt, man kriegt 6 Punkte für jeden Stern. Nee. Wenn 2 Points each time you specialize. Okay, man kriegt pro Spezialisierung 5 Punkte. Und für jeden Stack, den man drauf hat, also wenn man die Stapel drauf macht, nochmal 1 Punkt. Also nochmal zusätzlich 5 Punkte. Okay, also das Stapeln wurde jetzt so geändert, dass man zusätzliche 5 Punkte bekommen kann für Stapeln. Okay, verstehe. Aber man hat dann echt viele Punkte. Wenn man überlegt, man kann ja bis zu 6 Mal spezialisieren. Das heißt 30 Punkte plus 5 Punkte mehr. Okay, dann hat man quasi maximal 35 Punkte, die man hier verteilen kann. Okay, man sieht ja auch hier leider nicht so gut. Aber das sind mehr. 3, 3. Okay, man kann die hochskillen. Ah, okay, verstehe, verstehe. Interessant. Gucken wir mal weiter. Hier steht sie auch. Ah, guck. Genau, das meinte ich. Kolumne 1, Insight.
Crit Rate increased by 1, 2, 3, 4, 5. Okay, man kann es bis zu 5 Mal erhöhen. Blade, Base Attack increased by 4, 8, 12, 16, 20. Okay, das ist nice. Das ist nice. Erste Reihe gibt es 2. Also Einsicht und Klinge, das ist wahrscheinlich die 2 hier. Man kann sich dann wahrscheinlich entscheiden, ob man Crit-Rate oder Attack machen möchte und beides kann man bis zu 5 Mal skillen anscheinend. Also das oder das. Das kann man dann wahrscheinlich entscheiden. Oder beides, je nachdem, wie man skillen möchte, wird sich ja dann irgendwann. Also wir werden ja testen und probieren und gucken, was am besten natürlich passt. Werde ich alles für euch testen. Zweite Reihe, okay, Progressive, you multi-hit skills. Gradually increase critical damage by 2, okay, 5%. Bis zu 3 Mal. Okay, die Multi-Hit-Skills erhöht den kritischen Schaden bis zu 5%, bis zu 3 Mal. Das heißt, okay, das müssen wir uns mal anschauen. Ich weiß nicht, was sie damit meinen, bis zu 3 Mal. Also, weil beim ersten sind 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 5, 3. Das sind ja Prozent, das sind 5 Mal. Wahrscheinlich pro Hit, den man macht. Das heißt, bei dem ersten hat man 2 Hits, dann 2 Hits, 2 Hits, 3 Hits, 3 Hits. Und dann kommen halt immer bei 3 Hits 5% jeweils drauf, glaube ich. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wir werden sehen. Damage received from Boss reduced by 3%. Okay, für Tanks. Also, dass die einfach weniger Schaden vom Bossen bekommen. Auch gut. Critical damage increased by 10% when the first hit of your attack skill hits an enemy. Okay, wenn beim ersten Schlag vom kritischer Schaden wird nochmal um 10% erhöht. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Boah, da kann man sehr viel Cooles basteln. Bin ich mal gespannt, ja, Leute. Das wird cool. Das wird auf jeden Fall sehr viel Crafting reinbringen. Kritische Rate erhöht sich um 5%, wenn ein Boss angreift. Okay. When you do not have attack up, attack increased by 15% of base value. When you do not have death up, defense increased by 50%. Okay. Wenn man kein Angriffserhöhen hat, erhöht sich um 15% Angriff. Wenn man kein Death hat, um 15% Defense. Die Frage ist, kann man das überhaupt brauchen oder braucht man sowas? Kann bestimmt in manchen Situationen gut was bringen, wenn man keine Attack dabei hat, aber meistens hat man ja schon einen Angriffs erhöhen oder ein Verteidigungserhöhen dabei, wenn man halt. Ne? Aber vielleicht bei Dungeons kann man es vielleicht gut benutzen, wenn man keine Angriffserhöhen oder Verteidigungserhöhen hat. Müssen wir mal schauen, testen. So. Riposte. Damage increased by 5% when performing a Counterattack. Okay, bei Counterangreifen 5% mehr Schaden. Da sehe ich schon ein paar. Pinzer. Damage increased by 5% when taken together with other allies. Okay, mit Verbündeten nochmal 5%. When attacks from Echo Set or certain skill effects. Oh, okay. Okay. Also mit Echo Set nochmal 5% mehr Schaden. Interessant. Ey, das wird wirklich cool. Ich bin gespannt, wirklich. Ich bin sehr, sehr gehypt. Reihe 5. Each time you receive a debuff, the critical damage of your next attack increases by 15%, stacks up to 3 times. Jedes Mal, wenn man einen Debuff bekommt, erhöht sich die kritische Schaden deines nächsten Angriffs um 15%, stapelbar bis 3 Mal. Das wird krass. Nemesis. Schaden erhöht sich um 3%, wenn man angreift mit einem vorteilhaften Attribut. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Das wird man auf jeden Fall immer skillen. Die anderen sind immer situationsabhängig, aber das safe. Definitiv für Schaden auf jeden Fall. Wenn your attack lands also wenn dein Angriff ein kritischer Hit ist da eine 15%ige Chance, die Effekt, also den Widerstand zu ignorieren. Oh. Das wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Wird wahrscheinlich bei allen der Fall sein, aber bei einigen wird das schon sehr interessant. Ja, doch. Das kann ich mir gut vorstellen. Reihe 6, Kolumne 1. Potenzial Critical Damage erhöht sich um 5% für jeden Buff, den du hast. Bis zu 15%. Okay, also, oh mein Gott. Das ist richtig gut für Leute wie zum Beispiel Revolverheld im Baum. 50% mehr Damage. Let's go. Also, das wird richtig krass. Am Anfang deines jeden Zuges erhöhe die Angriffskraft um 5% deines Basiswertes bis zu 10 Mal. Oh mein Gott. Wenn es dafür jetzt noch Verteidigung oder HP gibt, dann sehe ich sehr gefährliche Kombis. Kritischer Schaden erhöht sich um 5% für jeden Debuff, den
in das Ziel hat, bis zu 20%. What? Okay, da sehe ich die Feuerhexe. Oh, Leute, wir werden die Mille erreichen mit der Feuerhexe, Leute. Es wird geil. Es wird geil. Okay, okay, eins habe ich noch. Ein Screenshot habe ich noch, Leute. Okay, okay. Aber es waren jetzt nur von, ich weiß nicht, ob das allgemein war oder ob das jetzt für alle zählt. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass es nur für eine spezifische Rolle war. Also jetzt zum Beispiel Core. Kann sein, dass zum Beispiel Supporter was ganz anderes haben. Aber es wird jetzt hier nicht gezeigt. Aber mal gucken, was hier steht. In a specialization system, most perks are designed to either enhance a specific stat or reduce enemy stat. Okay, also die Spezialisierungssystem ist meistens so designt, dass man entweder einen spezifischen Wert stärkt oder die Gegnerstatus oder Werte reduziert. We're more inclined to reduce the passive-like perks in this system. Okay, wir wollen mehr so Passiv-Dinger, Perks in unserem System haben, also die reduzieren so passive Sachen. While there are numerous perks and we do not want players to guess their opponent's specialization perks before match or need to remember which specialization perks each of the elements has learned. Okay. Weil es halt eine Anzahl an Perks gibt und wir wollen nicht, dass die Spieler raten müssen, was ihre Gegner für Spezialisierungsperks haben, bevor sie ein Match anfangen oder sich daran erinnern müssen, welche Spezialisierung jedes Element gelernt hat. Okay, das heißt, okay, verstehe. Also sie wollen einfach nur, dass es die Elements einfach verstärkt oder schwächer macht, die Gegner. Und das ist einfach der Grund, weil die Leute sollen halt nicht jedes Mal denken, oh, könnte er jetzt vielleicht das haben oder dies haben, oh, was gab es da mal für Perks? Also es ist einfach einfacher, es sich zu merken, so, jo, ein Damage Dealer wird einfach mehr Schaden machen, Punkt. Man muss dann sich nicht damit auseinandersetzen. So wollen sie, also so ist es wahrscheinlich gemeint. However, we are planning to add a feature in future updates that allows each element to have a freely configurable special passive or active skill. Stay tuned. Bitte was? Wir planen in Zukunft ein Feature hinzuzufügen, also in einem Update, das erlaubt, jeden Element eine freie, konfigurierbare, spezialpassive oder aktiven Skill zu haben. Okay, das wird interessant. Das wird interessant. Bleibt dran. Okay. Ja, es tut mir leid, wir haben leider kein Hintergrundbattle bekommen. Oder was steht hier noch? This patch will release along with much more other content. Oh, wait a minute. Therefore, it will be delayed until the end of this current month. Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Dieser Patch wird mit vielen anderen Inhalten abgeloadet hat, released. Deswegen wird es bis zum Ende des Monats zögert. Also das heißt, ja, okay. Weil die haben ja am Anfang gesagt, es wird am Anfang des Monats released. Jetzt heißt es am Ende des Monats, weil sie noch einige anderen Content oder Inhalten noch dazu hinzufügen würden. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich der Hintergrundkampf und noch die anderen Sachen, die wir besprochen hatten in dem anderen Video. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was alles dabei war noch. Aber ja, es wird auf jeden Fall eine Menge werden, wie man hier hört, weil hier steht with much more. Da steht nicht nur with more, sondern mit with much more, also mit viel mehr, nicht nur mit mehr. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein sehr krasser Content. Vielleicht auch RTA, vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. RTA war ja vor kurzem, letzte Woche Freitag, ganz kurz online. Die haben wahrscheinlich getestet und sind aus Versehen drauf gekommen, dass es dann eingeschaltet wurde. Das heißt, es kann sein, dass wir RTA bekommen. Es kann sein, dass wir den Hintergrundkampf bekommen und natürlich diese ganzen neuen Dungeons und neue Perks und sonst was und etc. pp. Wir werden aber auf jeden Fall keine neuen Elements bekommen. Das haben sie gesagt. Ich hoffe, also es wurde jetzt auch hier nicht spezifisch wie erwähnt. Also es glaube ich auch nicht, dass passieren wird. Es kommt wahrscheinlich nur freier Content, der dazu kommt. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin es. Ich bin wirklich gehypt. Mega gehypt, weil das klingt sehr gut. Und
Ich denke, wir gehen schon in eine richtige, sehr richtige Richtung, weil, wie ich euch schon gesagt habe, die Entwickler von Element Vision sind sehr, sehr intelligente Menschen. Bin sehr begeistert von dem, was sie machen, wie sie es anstellen und was sie sich dabei überlegt haben. Klar, natürlich ist es momentan vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein bisschen trocken, es gibt nicht viel zu tun, etc. pp., verstehe ich auch. Aber ihr müsst immer eins bedenken: Es ist ein kleines Entwicklerteam. Es sind ein paar Leute, die dieses Spiel zusammenhalten. Bitte vergleicht das nicht mit ganz großen Firmen, billionenreichen oder billionenschweren Firmen wie Summoners oder Comtors. Comtors wurde auch nicht von heute auf morgen einfach designt mit dem, was heute drin ist. Das hat über 10 Jahre gedauert und ich will nicht wissen, und ihr wisst ganz genau, oder wenn ihr so lange wie ich Summoners gespielt habt, werdet ihr auch wissen, dass Hintergrundkampf erst über 7 Jahre später kam. Und dann auch noch sehr mickrig. Also, die wollten das nicht mal. Nur als Info. Deswegen bitte habt Nachsicht, lasst den Entwickler machen. Sie kochen hier was richtig Geiles. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt und bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr euch noch wünscht, was noch kommen soll. Ich meine, ja, ich weiß, jeder will Hintergrundkampf, ich weiß. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm ist. Ja, schreibt einfach rein, was ihr davon haltet, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.